Hello everybody, hallo alle miteinander. So I'm really excited to be here again with my fourth module, and this module has all to do with modal verbs. As we're talking about sentence structure still, this is all in the line of sentence structure. I'm just going to talk about the modal verbs in the context of sentence structure. Also, ich finde es total toll, ich bin total froh, hier zu sein und mit euch über die Satzstruktur von Modalverben zu sprechen. Also dieses ganze vierte Modul oder der vierte Teil ist ganz über Modalverben, aber alles im Zusammenhang mit der Satzstruktur. Ja, und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, können die Modalverben manchmal ein bisschen herausfordernd sein. As you obviously all know, modal verbs can be at some stages a little bit challenging. So, I'm going to make it fun for you. I've prepared some great things for you. Also ich werde es so machen, dass es euch Spaß macht. Ich habe ein paar tolle Sachen für euch vorbereitet. Und ja, ich werde meinen Bildschirm teilen. Now, as you know, I'm Claudia Dixon. I'm a native German tutor and language specialist and still have been teaching for 30 years. So es ist fantastisch. Ich liebe es immer noch. Und denkt dran, dass ihr meinen Kanal abonniert. So make sure you're subscribing to my channel because there's a lot more coming where this came from. That sounds really cheesy, doesn't it? Anyway, so let me just share my screen with you. Also ich werde einfach mal meinen Bildschirm mit euch teilen. Und dann fangen wir mit den Modalverben an. Also, wieder ein Teil der deutschen Satzstruktur. Und zwar Teil Nummer 4. Modal Verbs, Module 4. So what you're going to be learning here in this module are, first of all, the different types of modal verbs. Erst einmal die verschiedenen Modalverben, 6 gibt es da. And then how they are different in their conjugation. So ich werde auch zeigen, wie die unterschiedlich konjugiert werden. Sie sind unterschiedlich, also es gibt einen Unterschied zu den anderen Verben. And how they behave in a sentence, wie sich diese Worte im Satz verhalten. How this can affect your sentence structure, wie das natürlich die Satzstruktur beeinflussen kann und wie immer am Ende bekommt ihr ein paar Übungssätze. And as always, you're getting a couple of practice sentences at the end of the module. Now, so modal verbs, Modalverben. Modal verbs are unique because they require another verb in a complete sentence, to complete a sentence. Also Modalverben sind eigentlich einzigartig, denn sie brauchen ein weiteres Wort, ein Verb im Satz. Ja, sie stehen nicht allein in einem Satz. Und modal verbs receive the ending according to their subject, for example, a person. Also die Modalverben sind die Verben, also sozusagen die Hauptverben sind die Verben, die im Satz konjugiert werden. And the second verb that is used moves to the very end of the sentence and stands in its infinitive form. Infinitive form meaning it's a form how you find it in the dictionary. Ja, so das zweite Verb wird im Deutschen ganz ans Ende des Satzes gestellt und man findet es dort im Infinitiv. Der Infinitiv ist die Form des Verbes, wie man ihn im Lexikon findet. Also im Englischen wäre es zum Beispiel to do, or to play, or to have. It wouldn't be has or plays. Ja, also to have, to see. Ja, und in English, it is actually the same because I would say I have to go. So I also have and go, also have the muss, ist also muss im Deutschen. Also ich werde einfach mal hier weitermachen, um euch die Tabelle zu zeigen. So I'll go on and show you the table. So first of all, let me tell you what the modal verbs are. So erst einmal werde ich euch die Modalverben geben. Also wie gesagt, es gibt 6, as I said, there are 6 of them. So we have können, can or to be able to, mögen, to like, dürfen, may or to be allowed to, müssen, must or to have to, sollen, shall, to ought to,
and wollen, to want. Now, just a little thing about the modal verbs. That second meaning that I've given you here, the to be able to, the to be allowed to, the to have to ought to, those are the main meanings of these verbs. So you've got to remember that everything has to translate like that. Also ist ganz wichtig, die zweite Bedeutung hier ist die wichtige Bedeutung. Also können heißt can, aber immer im Sinne wie to be able to. So that means können means can, but always in the sense of to be able to do something. Ja? Okay, also können, mögen, dürfen, müssen, sollen and wollen. Now, let me show you what makes these modal verbs different. So how do they work? So wie vorher gesagt, as said before, wir haben Herr Müller kann einkaufen. So we have just a very, very short sentence. So Herr Müller kann einkaufen. Herr Müller, Mr. Müller can shop. Yeah, so we have the kann, which is conjugated according to Herr Müller. And then einkaufen is the infinitive. It goes right at the end of the sentence. Herr Müller kann einkaufen. Now, as this module deals with the sentence structure of the modal verbs, I won't go into the conjugations of modal verbs in detail, but let me give you a quick overview of these verbs. So this is just a quick table to show you the different conjugation of it. Also ich wollte euch ganz kurz die unterschiedliche Konjugation der Modalverben zeigen. Denn hier zum Beispiel, der Unterschied ist also mit ich, du und er, sie, es. Wie ihr seht, ist es ich kann, du kannst, er kann, aber dann wir können, ihr könnt, sie können. So what you find that the modal verbs, apart from sollen, but I mean they're different anyway, but the modal verbs change their vowels in the first three lines, in the singular. Yeah, so darf, darfst, darf, but then dürfen, dürft und dürfen. So the plural part from wir, ihr, sie und sie is all regular again. But the singular part is quite irregular. Der Singularteil ist unregelmäßig. Yeah, so, and also to remember is that the ich and the er, sie, es are the same. Neither one of them have an ending. So ich kann, er kann, ich darf, er darf, and so on. Yeah, you can see there's no ending. So that's a difference of the modal verbs. Dadurch sind die Modalverben total anders als andere Verben. Ja, aber denkt daran, dass der Plural wieder regelmäßig ist. But think about that the plural parts of these verbs, they're all regular. As you can see, they all have their umlauts again if they're needed. Yeah? So now, let me give you some different examples. Also hier sind ein paar unterschiedliche Beispiele. Zum Beispiel, we had the first one. So Herr Müller kann einkaufen. Die Lehrerin muss arbeiten. Or wir wollen lernen. Ja, so Herr Müller kann einkaufen, Mr. Müller can shop. Die Lehrerin muss arbeiten, the teacher must work or has to work. Und wir wollen lernen, we want to learn. Now, obviously, where the yellow box is, you can add a lot more information to the sentence. Ja, so ich kann am Montag oder Herr Müller kann am Montag mit seiner Frau einkaufen, for example. Yeah, you can add more interesting things to it. And for example, like we said, the time. Zum Beispiel kann ich sagen, Herr Müller kann heute einkaufen. Die Lehrerin muss am Montag arbeiten. Oder wir wollen jetzt lernen. Und natürlich kann ich auch ein Objekt hier reinschreiben. Zum Beispiel, Herr Müller kann eine Zeitung kaufen. Oder die Lehrerin muss in der Schule arbeiten. Oder wir wollen Deutsch lernen. So, let's start filling up those sentences and add a few more objects. Also, lasst uns ein paar mehr Objekte, also zusammen reinstellen in die Sätze.
schreiben, in die Sätze schreiben. Ja, also dann werden die Sätze natürlich wieder länger. Ja, Herr Müller kann heute eine Zeitung kaufen. Die Lehrerin muss am Montag in der Schule arbeiten und wir wollen jetzt Deutsch lernen. Always remember your main verb in this case is the modal verb. When I say main verb, I mean that is a verb that is conjugated. So hier kann, muss, wollen. The verb at the end, kaufen, arbeiten, lernen, has got just the infinitive ending. Ja, so es ist der Infinitiv mit dem en am Ende. Wo das Verb an zweiter Stelle, das Modalverb, hat die Endung dementsprechend. Ja, Herr Müller kann, die Lehrerin muss und wir wollen. Okay. Now, starting a question. So obviously, starting questions, we can either start a question with a question word, with using a modal verb as well, or with the modal verb. So in this case, I say, kann Herr Müller heute eine Zeitung kaufen? So can Mr. Müller today newspaper buy? I mean, that's really hard to say that way. So I would really want to say, can Mr. Müller buy a newspaper today? So kann Herr Müller heute eine Zeitung kaufen? Muss die Lehrerin am Montag in der Schule arbeiten? Oder also must or does she have to? Does the teacher have to work in school on Monday? Oder wollen wir jetzt Deutsch lernen? Do we want to learn German now? Want we now German learn? Das Lernen muss ans Ende. Yeah? Or we're starting the question with a question word. So again, in this case, the modal verb is second place and the other verb comes at the end or is at the end. So, wir haben, wann kann Herr Müller heute eine Zeitung kaufen? So, they're very similar sentences as module number 3. Yeah, so as you can see, we're building up onto the sentences from module 1 all the way to module 4. So, wann kann Herr Müller heute eine Zeitung kaufen? Warum muss die Lehrerin am Montag in der Schule arbeiten? Und wie wollen wir jetzt Deutsch lernen? So I'm going to just translate them, but if you have watched the videos from module 1, in module 1 and 2 and a little bit in 3, I translated them all. Here I haven't translated them anymore. Also hier habe ich die gar nicht mehr übersetzt, aber in den Teilen 1 bis 3 sind sie auch übersetzt. Also wann kann Herr Müller heute eine Zeitung lesen? When can Mr. Miller read buy a newspaper today? Warum muss die Lehrerin am Montag in der Schule arbeiten? Why does the teacher have to work on Monday in school? Und wie wollen wir jetzt Deutsch lernen? How do we want to learn German now? Ja, also das sind die Fragen mit Fragewörtern mit Modalverben. So these are the questions with modal verbs starting with a question word. Also hier habt ihr alles über die Modalverben gelernt, also oder nicht alles, aber vieles. Here you learned a lot, not everything, but a lot about the modal verbs, just to do with the normal sentence structure. Und die Modalverben noch einmal können, mögen, dürfen, müssen, sollen, wollen. And as before, I've got a fabulous sentence or 2 sentences for you. As you can see, they're getting longer and longer. There are more words in here. So the first one again is a question because you can see the word wann right in the middle. Right in the middle, I'm sorry. Also ihr könnt das Fragewort wann direkt in der Mitte sehen. Das heißt also, das erste Beispiel ist eine Frage. So that means the first example will have to be a question. The second sentence can be a question, starting with a verb, or a statement. Der zweite Beispielsatz kann entweder eine Frage sein, die mit einem Fragewort anfängt, oder ein Aussagesatz, wie ihr möchtet. Und wenn ihr einen Aussagesatz schreibt, kann der natürlich auch mit dem Zeitausdruck anfangen. So if you're writing a statement, it can obviously start with the time expression or the subject, however you fancy.
So, and I would ask you again to stop the video for a moment while you're writing the sentences, just to give you a chance. And, oh, look, I didn't give you the other slide here. To go back there. So, and if you just want to write the answer, the sentences, just stop the video for a moment to write the sentences. So, ihr könnt das Video kurz stoppen, die Fragen die Sätze zu schreiben. Aber natürlich, wie immer, habe ich die Fragen für euch, die Antworten für euch. I have the questions for you with my clever owl, also mit meiner cleveren Eule. Und zwar sind die Antworten hier. Wann können die Freunde heute mit dem Auto ins Kino fahren? So the first one had to be the question because of wann. And notice what we did in Module 3, the time, manner, place. Your heute mit dem Auto ins Kino. They're all in order. You need to keep all those in order. So wann können die Freunde heute mit dem Auto ins Kino fahren? And we obviously have the können in second place and the fahren at the very end. The other sentence now here, I started it with the time expression. Also hier habe ich den Satz mit dem Zeitausdruck begonnen. Am Montag muss zu Fuß zur Arbeit gehen. Again, the time expression is before the how, the manner, and before the place. Ja, also am Montag, then zu Fuß, and then zur Arbeit. I could, of course, also start the sentence with So then I would have to say, muss, remember the muss is second place. Muss am Montag zu Fuß zur Arbeit gehen. Again, make sure you keep your time and a place in order. And the muss in second place and the gehen at the end. Also man muss wieder dran denken, dass die anderen Objekte auch in der richtigen Reihenfolge sind, wie in Teil 3 beschrieben wird. Und das muss an zweiter Stelle steht und gehen steht am Ende. So, I hope you enjoyed that. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen und ich hoffe, dass ihr hier viel gelernt habt und daran denkt, dass ihr das Hauptwort an zweiter Stelle habt. Bei den Modalverben, also das Modalverb steht an zweiter Stelle, das andere kommt ans Ende. So I hope you enjoyed that and learned a lot. And always make sure that the modal verb is in second place and the other verb goes to the end of the sentence. I still have a couple of other great modules in line for you. And so es gibt noch einige weitere Teile, die ich für euch schon vorbereitet habe. Es geht also morgen weiter. Und ja, es wäre toll, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. It would be fabulous if you would subscribe to my channel and ring the bell. So ring the bell means, I mean, you probably know that you get notified and you don't miss any of these videos, especially if there are quite a few in a row. And it would be fabulous if you can watch all of them in a row. And there are going to be a lot more coming. Also es wird wesentlich mehr geben. Also, ich wünsche euch einen fantastischen Tag noch. Und wie gesagt, schreibt doch bitte ein paar Sätze in die Kommentare. Ich würde liebend gerne ein paar Sätze lesen. Und wenn ihr möchtet, kann ich sie auch verbessern, wenn es nötig ist. Remember, please put some sentences into the comments. And if you want me to correct them, if needed, please let me know as well. Also, ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss.